Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebschlussschreiber. Immer wieder sehe ich, dass sich Menschen beim Obstbaumschnitt unnötig plagen. Und deswegen gibt es in diesem Video 5 Tipps, die an jedem beim Baumschnitt helfen, wenn er sie umsetzt. Viel Spaß! Schon häufig haben unter Videos von mir Leute kommentiert und gesagt, was ich nicht für eine Wahnsinnskraft in meinen Händen habe, weil ich dicke Äste noch mit der Handschere schneiden kann. Und da gibt es einen Trick, mit dem man gleich viel mehr Kraft hat, bzw. viel weniger Kraft braucht. Ganz häufig sehe ich, dass Leute, wenn ihnen Äste zu dick werden, mit beiden Händen an die Schere gehen und dann versuchen, manchmal mit vollem Körpereinsatz, die Äste regelrecht abzudrücken. Das ist kontraproduktiv und hilft nur sehr wenig. Viel leichter ist es, wenn man mit der Klinge ganz leicht mitdrückt. Das bedeutet, wenn die schneidende Klinge in diese Richtung schneidet, dann muss ich auch in diese Richtung mit der Hand leicht mitdrücken. Und auf einmal brauche ich viel weniger Kraft. Wenn ich so einen Ast durchschneide, schaffe ich es zwar auch noch mit einer Hand, aber es ist anstrengend. Wenn ich mitdrücke, geht das viel leichter und mit viel weniger Anstrengung. Wenn einmal Äste wirklich zu dick werden, dann greift man am besten zu den größeren Zweihandscheren. Aber bei diesen ist es genauso gut, wenn man eine zweite Person hat, die einem hilft. Wenn nämlich Äste einmal zu dick werden, ist es auch hier von Vorteil, wenn man eine zweite Person hat, die nur ganz leicht mitdrückt und auf einmal schneidet man solche Äste ganz ohne Anstrengung. Mein zweiter Tipp, der bezieht sich auf die Schnittführung. Sehr oft sehe ich, dass sich Leute über ihre Scheren ärgern und das aber oft zu Unrecht, denn die Scheren schneiden gut und trotzdem zwickt es beim Schnitt. Das hat aber in den meisten Fällen den Grund, dass die Leute in die Fasern schneiden. Und das passiert jetzt wiederum am häufigsten beim Ableiten, wenn ich beispielsweise diesen Ast hier entfernen will und auf diesen Trieb ableiten möchte, das heißt, der wird entfernt, der bleibt stehen, setzen die Leute jetzt gerne so die Schere an. Und wenn man jetzt mit der schneidenden Klinge so schneidet, wie der Ast, der verbleibt, verläuft, dann zwickt es hier und ich kann nicht durchschneiden. Wenn ich die Schere aber nicht so ansetze, wenn ich jetzt hier einen verbleibenden simuliere, sondern im 90-Grad-Winkel dazu, dann schneidet sie ganz ohne Probleme und sauber ab. Ich habe mir den gerade abgeschnittenen Ast nochmal hierher geholt und möchte es euch nochmal demonstrieren. Wenn ich mit der schneidenden Klinge in die Fasern hineinschneide, dann zwickt es, franzt aus und schneidet den Trieb nicht durch. Wenn ich aber quer zu den Fasern schneide, dann schneidet sie ganz locker und ohne Probleme. Mein nächster Tipp, der bezieht sich auf die Werkzeugpflege. Genauer gesagt geht es ums Schleifen. Ich habe nämlich beim Baumschnitt immer einen Schleifstein in meiner Jackentasche, damit ich, wenn ich merke, dass etwas nicht scharf ist, sofort reagieren kann. Es ist auch besser, mehrmals täglich, im Regelfall mache ich das einmal in der Mittagspause und einmal abends zu schleifen, als tagelang zu schneiden, sich zu plagen und dann einmal lange Zeit an der Schere zu sitzen. Wichtig ist jetzt beim Schleifen, dass man den Winkel der Schere immer einhält. Dazu drehe ich die Schere einmal um, nehme sie so in die Hand, schleife jetzt im Winkel, den die Schere auch original hat, und ziehe anschließend auf der anderen Seite nur den Grad ab. Wenn ich das mache, dann habe ich jeden Tag einmal in der Mittagspause 1 Minute Arbeit, einmal am Abend 1 Minute Arbeit. Dabei reinige ich auch immer meine Schere und gebe nur ein, 2 Tropfen Öl und das ist vollkommen ausreichend. Wenn man eine Schere einmal stumpf geschnitten hat, dann ist es viel mehr Aufwand,
diese wieder scharf zu bekommen. Ganz wichtig beim Schleifen ist, dass man die Schere auch nicht rund schleift, das heißt keinen zu steilen Winkel nimmt, sondern im Originalwinkel weiterschleift und dass man sie auf keinen Fall auf beiden Seiten anschleift, sondern eine Seite im Winkel schleift und die andere nur gerade abzieht. Und jetzt komme ich auch schon zum nächsten Tipp, Tipp Nummer 4. Und der bezieht sich generell schon mal auf die Wahl der richtigen Schere. Und zwar würde ich euch beim Obstbaumschnitt ausschließlich Bypass-Scheren empfehlen. Eine Bypass-Schere ist so eine, wie ich hier in der Hand halte. Bei der zieht die schneidende Klinge nämlich an der Gegenklinge vorbei. Und wenn ich jetzt so schneide, dass die schneidende Klinge am verbleibenden Holz aufliegt, dann kann ich ganz ohne zu quetschen Äste wegschneiden und vor allem auch stummelfrei. Denn wenn man Ambossscheren verwendet, bei den Ambossscheren drückt die schneidende Klinge auf eine Gegenklinge drauf, verbleibt immer ein leichter Stummel von ein paar Millimetern. Das kann man hier schon gut erkennen. Bei einer Ambossschere würden quasi beide Seiten jetzt gleich ausschauen, wenn ich die Schere einmal umdrehe. Und ich habe hier immer einen Bereich, wo ich schätze 3-4 mm Stummel hinterlassen würde. Bei der Bypass-Schere kann ich wirklich ganz sauber und anliegend schneiden, auf Astring im Idealfall, dann habe ich die beste Wundheilung. Weil ich immer wieder gefragt werde, welches Werkzeug ich verwende, die Links zum Werkzeug, das ich empfehle, findet ihr in jedem Video in der Videobeschreibung. Mein 5. Tipp, der ist einer, der das Leben so einer Klinge an den Scheren deutlich verlängern kann. Denn das größte Gift für die Klingen unserer Baumscheren, das ist, wenn totes, trockenes Holz geschnitten wird. Dabei ist es nämlich so, dass das trockene Holz oft so hart ist, dass hier an der Klinge vorne kleine Stücke ausbrechen können, beziehungsweise diese regelrecht Wellenformen annehmen können, wenn sehr viel trockenes Holz geschnitten wird. Deswegen vermeidet das Schneiden von abgestorbenen, sehr trockenen Ästen mit euren Scheren. Nehmt für solches Holz lieber Astsägen, wie zum Beispiel diese hier. Es gibt auch für den Erwerbsobstanbau mittlerweile sehr gute elektrische Modelle mit Batterie, die noch einmal viel Kraftaufwand ersparen und noch schneller schneiden lassen. Ich hoffe, dass wir euch mit diesen Tipps das Leben beim Baumschnitt etwas erleichtern konnten, dass ihr weniger Kraft braucht, eure Hände mehr schont und dass euer Werkzeug langlebiger ist. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurem Baumschnittarbeiten und schöne Grüße aus der Wein- und Marienstadt Pohlsdorf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.